Also mein Name ist Marco Fülle-Löwe. Wir sind hier in den Stephanus-Werkstätten am Standort Grenzbergeweg. Die Stephanus-Stiftung ist ein christlich-gemeinnütziges Unternehmen und Mitglied im Dachverband Diakonie Deutschland. Wir sind hier in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und hier speziell sind wir in dem Bereich des Fulfillment und wir versenden Pakete und lagern Ware für unsere Kunden. Angefangen haben wir sozusagen vor 3 Jahren. Der Schwerpunkt war damals, wo viele das genutzt haben, waren die Corona-Zeit, weil wir haben von diesem Standort hier alle Corona-Schutzmittel in der Stiftung verteilt. Das heißt, wir haben hier die Bestellungen, sind bei uns eingegangen, wir haben dann Aufträge angelegt und haben dann die Aufträge gepackt und versendet. Und dann kam auch schon der erste Kunde und dann haben wir mit dem ersten Kunden angefangen und mittlerweile sind wir bei 14 Kunden, für die wir hier Ware einlagern, versenden und so entwickeln wir uns Stück für Stück. Dadurch, dass wir alles selber uns beigebracht und erlernt haben, können wir gar nicht einschätzen, ob wir die Software richtig benutzen. Hier am Standort arbeiten wir mit der JTL Wavi, mit der JTL WMS, mit der JTL POS. Dann benutzen wir hier noch den JTL Shop für standortbezogene Bestellungen. Wir arbeiten auch noch mit JTL WMS Mobile. Über JTL WMS Mobile werden bei uns die Pick-Vorgänge abgewickelt und auch mittlerweile die Inventur. Arbeiten tut mit der JTL Wavi zum größten Teil die Gruppenleiter. Also man spart sich einfach Mitarbeiter, weil die ganze Arbeitsvorbereitung fällt zum Beispiel weg, weil alles da die EDV steuert und ist eine gute Sache. Zudem arbeiten aber auch Beschäftigte, also Menschen mit Beeinträchtigung damit. Mittlerweile sind die Beschäftigten so stark und fit drin, dass sie auch alle neuen Beschäftigten selber anlernen. Wir fangen in der Regel immer beim Versand an. Wir haben 4 Versandtische, die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und jeder neue fängt immer am einfachsten an, um heranzuführen. Danach geht es rüber ins Kommissionieren, das ist dann der nächste Arbeitsschritt. Nach dem Kommissionieren, kurz bevor wir der Meinung sind, es geht jetzt Richtung Praktikas und ersten Arbeitsmarkt oder ausgelagerte Plätze, kommen sie in den Wareneingang, weil das ist halt der schwierigste Part und der größte Part, aber auch, weil auf dem ersten Arbeitsmarkt ist es nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, da hat man öfters mal Stress und da müssen auch Menschen mit Beeinträchtigung gut klarkommen und deswegen versuche ich hier auch öfters mal ein bisschen Stress auszulösen, aber nicht zu einer Überforderung halt zu führen, dass man sich langsam an ein gesundes Stresslevel gewöhnt, so dass man auch draußen später bestehen kann. Also jeder, der meinen Bereich durchläuft, können wir mit guten 99% sagen, der wird es draußen schaffen. Mit jedem Paket, was die draußen packen würden, unterstützen würden, wäre jedem Facharbeiter schon mal geholfen, weil er einfach weniger machen muss. Und man findet immer weniger Personal, die draußen arbeiten. Auch wenn es jetzt die Industrie 4.0 gibt und die Lagerlogistik 4.0, braucht man trotzdem immer noch Leute, die zum Endeffekt auch im geringen Maße diese Arbeit tätigen. Was bedeutet JTL für mich? Viel Arbeit. Ja, viel Arbeit, viel Kopfschmerzen, viel Lernen, aber es macht Spaß. Also das ist wirklich, wo man sieht, es wird permanent entwickelt, wir können verbessern uns jedes Mal. Man bekommt in der Regel alle 2 Wochen ein neues Update, wo irgendwas wieder verbessert wurde. Und ja, also kann ich von keiner anderen Software und finde ich gut. Und wenn ich sehe, wir haben angefangen mit der 1.4, jetzt sind wir bei der 1.8 und was diese kleinen Ziffern nur für große Sprünge gemacht haben, obwohl der größte Sprung war, glaube ich, von 1.5 auf 1.6. Und mal gucken, wo es weiter hingeht. Plan und Produce wird nochmal ganz interessant, weil da, glaube ich, steckt ganz, ganz viel drin. Ich glaube selbst, dass JTL noch nicht weiß, was da drin steckt. Wir haben große Projekte noch vor mit JTL und auch in der Stiftung, weil wir einfach merken, es ist der Arbeitsbereich, der momentan am besten aus meiner Sicht läuft, wo wir die größten Vermittlungsquoten haben und wo wir einfach sehen, wir können das ganze Spektrum an Beschäftigten, also von starke bis sehr schwache, abdecken und Arbeit anbieten. Und wir haben mit die höchsten Vermittlungen gerade nach außen. Und
Wenn man sich ja letztens die Wirtschaft angeguckt hat, was sind gerade die Berufe, die am meisten gesucht werden, da zählt die Lagerlogistik Gottes mit. Also für unsere Beschäftigten sehen die Zukunft gut aus, draußen auch zu bestehen.